Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es wieder das schnelle Sonntagsrezept und zwar eine ganz einfache, schnelle Linsensuppe mit einem Joghurt-Topping. Und wie man die zubereitet, na das zeige ich euch wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr 150 Gramm rote Linsen, eine fein gewürfelte Zwiebel, 800 Gramm passierte Tomaten. Und an Gewürzen braucht ihr Kurkuma, Koriander, Curry, Fenchel und Sojasauce. Zum Anbraten natürlich noch etwas Öl. Ich verwende hier ein geröstetes Erdnussöl und als Topping Joghurt. Da habe ich den griechischen Joghurt verwendet. Zuerst geben wir Öl in einen Topf und erhitzen dieses auf mittlerer Stufe. In das erhitzte Öl geben wir jetzt unsere fein gewürfelte Zwiebel hinein. Und die lassen wir jetzt für ca. 3 Minuten unter gelegentlichen Rühren anschwitzen, bis sie schön glasig geworden ist. Zu unseren Zwiebeln geben wir jetzt die 150 Gramm gut gewaschenen roten Linsen. Und auch die roten Linsen werden jetzt schön mit den Zwiebeln zusammen angeschwitzt, so für ca. 2 Minuten. Dabei immer wieder umrühren, da sich rote Linsen sehr gerne sonst am Topfboden absetzen und anbrennen. Aber dieses kurze Anschwitzen gibt den roten Linsen später einen richtig tollen Geschmack. Und bevor wir jetzt irgendeine Flüssigkeit dazugeben, würzen wir erstmal. Ich würze hier von jedem so circa einen Teelöffel. Und zwar von Koriander, Kurkuma, Curry und Fenchel. Und jetzt ist es wirklich ganz wichtig, dass die Gewürze mit den roten Linsen und den Zwiebeln zusammen kurz angeröstet werden. Wirklich nur so 1 Minute lang. Und dabei solltet ihr jetzt wirklich ständig umrühren, denn wenn die Gewürze zu heiß werden, dann gibt es Bitterstoffe und die Suppe schmeckt später bitter. Aber dieses ganz kurze Anrösten und das ständige Rühren kriegt die Suppe später einen richtig tollen Geschmack. Und jetzt wird das Ganze mit den passierten Tomaten abgelöscht. Dazu gebe ich einfach beide Pakete dazu und in beide Pakete gebe ich dann auch noch mal ein bisschen Wasser und das kommt dann auch noch zu den roten Linsen dazu. So bekommt ihr auch den letzten Rest noch aus den Paketen heraus. Außerdem braucht das Ganze auch noch ein bisschen Wasser, damit es hinterher nicht zu fest wird. Es soll ja immer noch eine Suppe werden. Das sind insgesamt so 200 bis 250 Milliliter Wasser, die dann dazu kommen. Und wenn die Flüssigkeit drin ist, dann wird das Ganze erstmal richtig gut miteinander verrührt. Denn so lösen sich schön die angerösteten Geschmacksstoffe von den ganzen Gewürzen. Nun machen wir einen passenden Deckel auf unsere Suppe und lassen das Ganze erst einmal für 15 Minuten vor sich hin köcheln. Dabei solltet ihr einfach gelegentlich mal umrühren, da sich die Linsen sonst gerne auf dem Topfboden absetzen. Und wir wollen ja nicht, dass die Linsen unten anbrennen. Das Schöne an den roten Linsen ist einfach, dass die Garzeit nur 10 bis 20 Minuten beträgt, je nachdem wie weich man sie haben möchte. Ich finde eigentlich so 15 Minuten Kochzeit perfekt. So, und nach 15 Minuten machen wir den Deckel ab und rühren noch mal gut durch und dann probieren wir erstmal, ob die Linsen auch schon schön weich sind und wie die Würze der Suppe ist. Die Suppe, die schmeckt jetzt wirklich schon richtig würzig, allerdings haben wir ja noch kein Salz dran und deshalb gebe ich jetzt noch Sojasauce dazu. Die gibt noch mal so einen gewissen Extrakick an Würze. Alles gut miteinander verrühren. Und natürlich noch einmal richtig gut abschmecken. Da bei mir noch ein bisschen Salz fehlt, würze ich noch mit einem kleinen Schuss Sojasauce nach. Und so solltet ihr das wirklich auch machen. Immer neu abschmecken und nach immer wieder Gewürze dazugeben, bis der gewünschte Geschmack erreicht ist.
Denn jeder würzt wirklich anders, der eine mag es lieber salziger, der andere mag es nicht so scharf und so könnt ihr ganz individuell euer Gericht abschmecken. So, meine Suppe schmeckt mir jetzt richtig gut und ich richte sie auf einem tiefen Teller an und die ist wirklich richtig schön würzig, kräftig im Geschmack und genau deshalb braucht man auch das Joghurt-Topping. Das gibt dem Ganzen wieder eine gewisse Milde und ist eine tolle Kombination. Diese Suppe kann ich euch wirklich nur empfehlen, einmal auszuprobieren. Herrlich würziger Geschmack mit mildem Joghurt. Ja, und so lecker schaut unsere rote Linsensuppe mit dem Joghurt-Topping jetzt aus. Eine herrlich rote Farbe hat sie und mit dem weißen Klecks in der Mitte sieht doch einfach toll aus. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!